Aber auf nur wenigen ist er auch geblieben. Because they frightened the dove away. Denn sie haben die Taube verscheucht. They didn't maintain the nature of the lamb. Sie haben die Charaktereigenschaften des Lammes nicht aufrechterhalten. One thing about both a lamb and a dove. Eines, was wir bei dem Lamm und der Taube erkennen, Neither of them is ever violent. ist doch, dass keiner von beiden je gewalttätig wäre. Neither of them ever fights. Keine von beiden kämpft jemals. They are totally peaceable. Sie sind ganz friedlich. I believe we need to learn this lesson in the charismatic movement. Ich glaube, dass wir diese Lektion innerhalb der charismatischen Bewegung lernen müssen. I hear many people praying for power. Ich höre viele Menschen beten um Kraft. And I thank God for the supernatural power of the Holy Spirit. Und ich danke Gott für die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. But power is not the real issue. Aber Kraft ist doch nicht die eigentliche Sache. The issue is the nature of the Lamb. Die Sache ist doch der Charakter des Lammes. And that in many parts of the charismatic movement has been almost totally forgotten. Und das ist in vielen Teilen der charismatischen Bewegung beinahe in Vergessenheit geraten. I spoke last night about the wild beast. Gestern Abend sprach ich über dieses Tier, das Wilde, The Antichrist. den Antichristus. And in the book of Revelation we have two animals. Und im Buch der Offenbarung werden uns zwei Tiere vorgestellt. And in the Greek language they're very similar in form. Und in der griechischen Sprache sind diese beiden Worte ähnlich in ihrer Form. One is the wild beast, Das eine ist das wilde Tier, which in Greek is therion. und im Griechischen steht das Wort Therion The dafür. other is the lamb, Und das andere ist das Lamm, which in Greek is arnion. und das ist Arnion. You see, they're similar in form. Sie sind also sich ähnlich, die griechischen Wörter. There's a deliberate contrast between them. Aber es ist ein willkürlicher Kontrast zwischen beiden. And the wild beast is mentioned in Revelation 35 times. Und dieses Tier, das Wilde, wird 35 Mal in der Offenbarung erwähnt. And the lamb is mentioned 28 times. Und das Lamm wird 28 Mal So erwähnt. there is this theme running through Revelation. So geht es hier wie ein roter Faden durch die Offenbarung hindurch. The two opposite natures. Diese beiden entgegengesetzten Charaktere. The nature of the wild beast Der Charakter des wilden Tieres and the nature of the lamb. und der Charakter des Lammes. And I believe today every one of us is going to have to determine which nature will control us. Und ich glaube, dass jeder von uns sich entscheiden muss, welcher Charakter uns kontrollieren soll. I believe the spirit of Antichrist is very actively at work. Ich glaube, dass der Geist des Antichristus sehr aktiv, sehr And stark am Wirken it ist. seeks to take over humanity. Und er trachtet danach, die Menschheit zu übernehmen. We have never seen so much violence, so much hatred as we see in the world today. Nie haben wir zuvor so viel Gewalttätigkeit in der Welt gesehen wie heute. But the other nature is the lamb. Der andere Charakter ist der des Lammes. And I believe it's true to say this. Und ich glaube, dass es doch stimmt, wenn man sagt, If we do not cultivate the nature of the lamb, wenn wir nicht den Charakter des Lammes in uns pflegen, we will come under the power of the wild beast. werden wir unter die Macht des wilden Tieres geraten. There are only two options for humanity. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für die Menschheit. The wild beast or Das the lamb. Tier oder das Lamm. And I want to suggest to you that the nature of the wild beast is very active in the charismatic movement. Und ich möchte euch sagen, dass der Charakter des wilden Tieres in der charismatischen Bewegung sehr aktiv ist. It's not something that we are not exposed to.
Das ist nicht etwas, dem wir nicht ausgesetzt wären. It's not a temptation from which we are exempt. Das ist keine Versuchung, von der wir ausgenommen wären. But each of us has to make a decision. Jeder von uns muss also eine Entscheidung treffen. Will I let the nature of the Lamb be formed in me? Wird der Charakter des Lammes in mir gebildet werden? Or if I refuse that, what other choice have I? Und wenn ich mich dem verweigere, welche andere Wahl bleibt mir dann? I believe there is only one other choice. Es gibt nur eine weitere The Möglichkeit, nature of the wild beast. den Charakter des wilden Tieres zu I bekommen. believe that choice confronts every one of us here today. Und ich glaube, dass jeder heute vor dieser Wahl steht. And I fear that the majority of God's people do not see the choice. Und ich befürchte, dass die Mehrheit von Gottes Volk diese Entscheidungsmöglichkeit nicht erkennt. In every fallen human being there's a certain pressure. In jedem gefallenen Menschen besteht ein gewisser Druck. It's a desire to take control, Es ist ein Verlangen, die Kontrolle zu übernehmen, to rule, zu herrschen, to dominate. zu dominieren. Now that was put in us by the Creator, Das wurde von dem Schöpfer in uns hineingelegt, because He told our first parents to rule the earth. denn er hat unseren ersten Eltern den Auftrag gegeben, auf der Erde zu herrschen. But through man's sin and man's fall, Aber durch die Sünde und Schuld des Menschen that original direction from God has been corrupted. ist diese ursprüngliche Richtungsweise von dem Menschen korrumpiert worden. And now natural man wants to dominate others. Und nun will der natürliche Mensch andere Menschen He dominieren. wants to control others. Er will andere kontrollieren. If you look at the history of Europe for many centuries, Wenn wir uns mit der europäischen Geschichte befassen, dann erkennen wir das durch viele Jahrhunderte hindurch. it's a history of man trying to control his fellow man. Es eine Geschichte gewesen ist, wo der Mensch versucht hat, seinen Mitmenschen zu kontrollieren. It's a history of one war after another. Es ist die Geschichte von einem Krieg nach dem anderen. And the motive for each war was to dominate, Und das Kriegsmotiv war immer zu dominieren, to control. zu kontrollieren. That is something in every one of us. Und das steckt in jedem von uns There drin. is none of us that does not have it. Keiner von uns ist davon ausgenommen. There are other ways of controlling. Es gibt auch andere Möglichkeiten There are der Kontrolle. spiritual ways to control. Es gibt geistliche Möglichkeiten zu And there is a kontrollieren. great deal of control in the church. Und da ist ein großer Bereich der Kontrolle innerhalb der Gemeinde Jesu. Do you have the word manipulate? Habt ihr das Wort Manipulation? That's Ja. another way of controlling. Auf diese Weise kann man auch jemanden And kontrollieren there is a wollen. great deal of manipulating in the church. Und so viel Manipulation findet in der Gemeinde Jesu statt. There are pastors that manipulate their congregation. Es gibt Pastoren, die manipulieren ihre Gemeinden. There are evangelists that manipulate those they speak to. Da sind Evangelisten, die manipulieren ihre Zuhörer. I personally do not believe it is right to make people feel guilty if they don't offer to my ministry. Ich glaube, es ist nicht recht, dass wir die Leute dass wir so zu ihnen reden, dass sie sich schuldig vorkommen, wenn sie nicht etwas geben für meinen Dienst. But one of the main ways of raising money in the charismatic movement is precisely that. Aber einer der Hauptmethoden, wie man Finanzen erhebt innerhalb der charismatischen Bewegung, geschieht genau auf dieser To Ebene, make people feel guilty if they don't offer. dass die Leute sich schuldig fühlen sollen, wenn sie nicht genügend geben. That's not the Holy Spirit. Das kommt nicht vom Heiligen Geist. That's That is manipulation. Das ist Manipulation. And there are preachers who are expert at that. Und es gibt Prediger, die sind darin Experten.
I would say I thank God there has been none of that in these meetings. Ich möchte sagen, Gott sei Dank, dass nichts dergleichen in diesen Versammlungen gelaufen ist. But most of you know what I'm talking about. Aber die meisten von euch wissen, worüber ich spreche. And I feel the Lord particularly sent me here to say this. Und ich meine, dass der Herr mich in besonderer Weise hierher gesandt hat, um Folgendes zu sagen. To people in the charismatic movement. Zu Menschen innerhalb der charismatischen Bewegung. If we do not cultivate the nature of the Lamb,